Ja, wissenschaftlich bin ich sozusagen gelernter Diabetologe und habe mich immer damit beschäftigt, wieso der Blutzucker ansteigt bei Patienten, die dann Typ-2-Diabetes kriegen, warum der Körper so viel fehlregulieren lässt. Habe dann viele Arbeiten zum Zusammenhang Insulinresistenz, Insulinsekretion gemacht, wie man das modellieren kann, was sozusagen zwingend sein muss und was bei den Leuten, die krank werden, besonders aus dem Ruder läuft. Habe mich mit genetischen Faktoren beschäftigt, die da eine Rolle spielen. Es ist ja spannend, warum es der eine kriegt, der andere nicht. Und dann die nächste Frage, Insulinresistenz ist nahezu eine Funktion von Übergewicht, aber eben auch nur nahezu. Da spielt eine große Rolle, wo das Fettgewebe sitzt. Und da haben wir in Leipzig in unseren Arbeitsgruppen auch sehr viele Beiträge geleistet. Da kriegt man wieder eine genetische Komponente rein. Warum lagern manche Leute das Fettgewebe da ab und andere woanders? Und woanders ist es schädlich. Und zum Beispiel am Gesäß wäre es nicht so schädlich, in der Leber schon. Da gibt es auch wieder genetische Faktoren. Also wie weiß eine Kalorie, wo sie sich ablagern soll? Eine faszinierende Frage, wo wir verschiedenste Beiträge geleistet haben. Und dann sind wir sehr schnell auch beim Problem des zu viel Essens, als eigentlich vom Energieverbrauch notwendig wäre. Und da spielt dann das Gehirn, die Neurowissenschaften eine große Rolle. Da habe ich verschiedene Sachen auf den Weg gebracht, die Appetit- und Sättigungsregulation, also mit visuellen, aber auch mit Verhaltensexperimenten, um immer wieder auf die Frage zurückzukommen, warum wird der eine krank, der andere nicht? Was kann ich bei dem möglichst frühzeitig tun, der auf einer ungünstigen Trajektorie ist und also mit hoher Wahrscheinlichkeit schlimm krank wird, wenn man etwas Besonderes tut. Also ein breiter Fragenkomplex mit kleinen Beiträgen, großen Beiträgen und noch vielen offenen Fragen.